Dieses Video dient ausschließlich Informationszwecken und ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Genannte Wertpapiere sind nur Beispiele. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte prüft selbst, recherchiert gründlich und zieht bei Bedarf einen unabhängigen Finanz- oder Steuerberater hinzu. Heute erkläre ich euch, wie ich nach profitablen Anleihen suche. Wichtig dabei ist immer auch die Bonität des Emittenten und die Währung, in der die Anleihe ausgegeben wird. Unser Ziel in diesem Video ist es, Anleihen mit mindestens 7% Rendite zu finden. Meine erste Anlaufstelle für dieses Video ist die Anleihensuche auf der Webseite von Finanzen.net. Alle wichtigen Parameter habe ich hier gelb markiert. Als erstes müssen wir nach stabilen Währungen filtern. In diesem Beispiel sind es Euro, Dollar und Great British Pound. Es können aber auch beliebige sonstige Währungen ausgewählt werden, nur man muss vorher die Währung im Vergleich zum Euro analysiert haben. Ist diese über Jahrzehnte stabil gewesen, dann könnte man danach filtern. Als Rendite wählen wir mindestens 7% aus. Weil wir nicht ständig nach Anleihen suchen und kaufen möchten und zusätzliche Kaufgebühren bezahlen möchten, sollte die Laufzeit mindestens ein Jahr betragen. Ich persönlich bevorzuge Laufzeiten über viele Jahre, damit ich möglichst wenig Aufwand und Gebühren habe. Dazu sollte aber die Bonität des Emittenten entsprechend gut sein. Diese sollte auch in regelmäßigen Abständen nach dem Kauf geprüft werden. Als Filter gehen wir Ratings von AAA bis Baa3 an. Finanzen.net verwendet hier im Hintergrund die Ratings von Moody's. Es gibt aber auch noch S&P und Fitch, welche ebenso renommiert sind. Der Coupon sollte mindestens 6% betragen. Ein niedrigerer Coupon von zum Beispiel 4% kombiniert mit einer Rendite von 7% würde bedeuten, dass der Kurs aktuell deutlich unter 100% sein muss. Das wollen wir ausschließen, weil das meistens ein Indiz für eine wirtschaftliche Schwäche eines Emittenten ist. Zudem möchten wir über den Coupon regelmäßig hohe Auszahlungen erhalten, statt den Differenzbetrag zwischen Kaufpreis und Auszahlungspreis. Unsere Suche ergibt insgesamt 34 Treffer. Beispielhaft habe ich The Allstate Corporation grün markiert, weil diese Anleihe auf jeden Fall in Frage kommt. Der Kurs liegt bei ca. 100%, die Rendite und der Coupon sind über 7% und die Anleihe ist erst 2053 fällig. Das heißt, wenn alles gut läuft, könnte diese Anleihe über Jahrzehnte Erträge erzielen. Auch das Rating mit Baa1 ist sehr gut. Die Anleihe der Royal Bank of Canada ist ähnlich strukturiert, ist aber rot markiert, weil wir diese Anleihe bei unserer Hausbank nicht kaufen können. Dazu komme ich nachher noch einmal. Das gleiche gilt für Barclays plc. Die HCA Incorporation Hospital Corporation of America wiederum ist grün markiert, weil hier alle Bedingungen passen und die Anleihe bei unserer Hausbank kaufbar ist. Die Staatsanleihe der Republik Kolumbien ist gelb markiert, weil wir diese Anleihe zwar kaufen können, zwei Bedingungen aber nicht erfüllt sind. Die Stückelung ist zwar 1000 US-Dollar, aber die Handelsmindestgröße ist die 100.000 US-Dollar. Das sprengt unser Budget. Sogar wenn ein Kleinanleger diese Summe aufbringen könnte, ist es nicht ratsam, das gesamte Kapital auf eine Anleihe zu setzen. Für Großanleger wären 100.000 US-Dollar für eine von vielen Anleihen kein Problem. Die zweite Bedingung ist das Doppelbesteuerungsabkommen. Kolumbien hat mit Deutschland kein Doppelbesteuerungsabkommen, sodass vor Auszahlung der Zinsen ein Teil als Steuer durch den Staat Kolumbien einbehalten werden könnte. Dadurch würde unsere Rendite deutlich geringer ausfallen, auch hierzu komme ich nachher noch einmal. Was bedeuten eigentlich die Kennzahlen zur Allstate Corporation auf der Finanzen.net-Seite? Coupon sollte jedem klar sein. Das ist der jährliche Zinssatz. Der Rendite wird berechnet über den Coupon, den aktuellen Kurs und das Datum der Endfälligkeit. Läuft die Anleihe, sagen wir mal, nur noch 2 Jahre und ist der Kurs aktuell sehr niedrig, so ist die Rendite deutlich höher als nur der Coupon alleine. Das liegt daran, dass eine Anleihe bei Endfälligkeit in der Regel zu 100% zurückgezahlt wird, vorausgesetzt der Emittent ist zahlungsfähig. Kauft jemand zu 80%, so erhält diese Person zur Endfälligkeit garantiert 20% obendrauf. Stückzinsen sind die Zinsen, die ihr dem Verkäufer zahlen müsst, die seit der letzten Zinszahlung angelaufen sind. Duration in Jahren. Wie lange dauert es im Schnitt, bis dein eingesetztes Kapital wieder zurückfließt? Je höher der Zinssatz, desto kürzer die Duration in Jahren. Modified Duration. Bei einer Marktzinsänderung von 1% ändert sich der Kurs etwa um 9,5% in die Gegenrichtung. Dies ist eine Näherung für kleine Zinsänderungen. Fälligkeit. Datum der Rückzahlung des eingesetzten Kapitals. Bei Währung sollte hier US-Dollar stehen. In dieser Grafik sind folgende Datensätze interessant: nächster Zinstermin und Zinsterminperiode. Der 15. Februar 2026 ist die nächste Zinszahlung
und die Periode ist halbjährlich. Damit wissen wir, jedes Jahr am 15.02. und am 15.08. wird der Zins auf unser Konto überwiesen. Wie bereits gesagt, ist die Emissionswährung entscheidend beim Kauf einer Anleihe. Ein Coupon von 40% bringt einen Verlust, wenn die Inflation bei 50% liegt. Auch die Fälligkeit ist wichtig. Anleihen mit gutem Rating lange zu halten spart Verwaltungsaufwand und Handelskosten. Die Kündigungsoption ist auch wichtig. Seit dem 15.08.2023 darf die Anleihe jederzeit gekündigt werden. Das ist erstmal nicht weiter schlimm, da dem Anleger die Anleihe zu 100% ausgezahlt wird. Jedoch kann Folgendes passieren: Kauft ihr diese Anleihe zu 120% ein und der Emittent kündigt kurz darauf die Anleihe, so habt ihr einen Verlust von 20%. Da diese Anleihe aktuell bei ca. 100% liegt, besteht in diesem Fall keine Gefahr. Das Land des Emittenten könnte bei der Bewertung noch eine Rolle spielen und auch, ob die Anleihe nachrangig ist. Wenn die Anleihe nachrangig ist, dann werden im Insolvenzfall zuerst die vorrangigen Gläubiger bedient. Ich persönlich achte nicht auf diesen Punkt, da ich gerade Unternehmen oder Staaten mit guter Bonität auswähle. Der Emittent hat seinen Sitz in den USA und Deutschland hat mit den USA ein Doppelbesteuerungsabkommen. Siehe dazu im Text quellensteuerfrei bei Nachweis der DBA-Berechtigung. Bei US-Anleihen werden Zinsen in der Regel quellensteuerfrei ausgezahlt. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den USA verhindert zusätzlich, dass Erträge doppelt besteuert werden. Andere Länder handhaben dies unterschiedlich, hier sollte man sich vorab informieren. Lediglich die deutsche Abgeltungssteuer wird automatisch einbehalten. Auf der ING-Webseite haben wir ähnliche Daten und Kennzahlen. Die Handelsmindestgröße ist 1000 US-Dollar und passt zu meinem Anlegerprofil. Die Rendite und der Zinssatz sehen hier leicht anders aus als bei Finanzen.net. Welche Webseite hat die Rendite genauer berechnet, welche Webseite hat den aktuell gültigen Zinssatz? Um das herauszufinden, müsste man weitere Online-Plattformen besuchen und die Werte vergleichen. Da die Werte für meine Zwecke passen, forsche ich da nicht weiter nach. Auch hier steht, dass die Verzinsung variabel ist. Auch das beunruhigt mich nicht. Das kann sogar ein Vorteil sein. Wenn die Marktzinsen steigen, steigt im Idealfall auch der Zinssatz für diese Anleihe. Aus Erfahrung weiß ich, dass Emittenten nicht ohne Grund die Zinsen radikal um mehrere Punkte senken. Wer aber ganz sicher gehen möchte, der setzt auf eine Anleihe mit festem Zinssatz. Im Gegensatz zu Finanzen.net steht hier, dass die Zinsen vierteljährlich ausgezahlt werden. Hier gibt es unterschiedliche Angaben. Ich empfehle dies im offiziellen Prospekt oder bei der emittierenden Bank zu prüfen. Für die Investitionsentscheidung ist die Häufigkeit der Zinszahlung aber zweitrangig. Jedoch freut es mich, wenn ich oft Zinszahlungen auf meinem Konto sehe. Dann kann ich auch früher reinvestieren. Auch der nächste Zinstermin weicht leicht von Finanzen.net ab. Jedoch spielt das nur eine untergeordnete Rolle. Die Überweisung der Zinsen dauert in der Regel wenige Tage. Die wichtigsten Kennzahlen haben wir jetzt gesehen. Auch das Rating der Anleihe mit Baa1 haben wir auf Finanzen.net gesehen. Aber ist das Rating aktuell? Wie ist der Emittent selbst bewertet und wie bewerten andere Ratingagenturen den Emittenten? Fitch hat vor ca. 10 Monaten ein BBB+ vergeben. Der Ausblick ist stabil, also exakt wie die Anleihe auf Finanzen.net. Denn Baa1 entspricht analog BBB+ dem Investment Grade und steht für gute Bonität. Der Emittent hat vor 7 Monaten bei Moody's sogar ein Rating von A3 erhalten. Hier auch ein stabiler Ausblick. S&P Global bewertet exakt wie Fitch mit BBB+ und stabilem Ausblick. Das Rating ist relativ frisch und gerade einmal 4 Monate her. Damit können wir festhalten, das Rating liegt fest zwischen A3 und BBB+ und ist somit ganz klar einen Kauf wert. Die Bonität des Unternehmens wird durch 3 unabhängige Institute bestätigt. So, nun passen sowohl die Kennzahlen als auch das Rating. Aber was ist The Allstate Corporation überhaupt für ein Unternehmen? Was macht das Unternehmen? Womit erwirtschaftet es Geld? Hat es Zukunft? Wie groß ist es? Wie viele Mitarbeiter hat es? Wie viel Umsatz macht es? Ein Blick auf die Wikipedia-Seite genügt hier oft schon. Hier sehen wir, es handelt sich um ein Versicherungsunternehmen, das seit 1931 besteht. 2023 hatte es ca. 53.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von ca. 57 Milliarden $. Zudem ist das Unternehmen im S&P 100 gelistet. Hier ist quasi die Creme de la Creme der großen US-Firmen gelistet. Somit sehen wir, dass das Unternehmen sehr solide aufgestellt ist.
In welche Unternehmen oder Staaten investiere ich nicht? Zum Beispiel in Unternehmen aus der Tabakindustrie, der Rüstungsindustrie oder in Staaten mit dubiosen Regierungen. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Die Royal Bank of Canada war am Anfang in der Ergebnisliste rot markiert, weil diese bei meiner Hausbank nicht kaufbar ist. Der Grund: der Emittent stellt kein gesetzlich vorgeschriebenes Basisinformationsblatt zur Verfügung. Was heißt das? Aufgrund der PRIIPs-EU-Verordnung muss jeder Emittent dieses Blatt für uns Privatanleger zur Verfügung stellen. In diesem Fall hat sich der Emittent dagegen entschieden. Das kann verschiedene Ursachen haben. Vielleicht lohnt sich der EU-Privatanlegermarkt nicht für den Aufwand bzw. das Haftungsrisiko, das mit dem Blatt verbunden ist zu groß. Außerhalb der EU kann jeder diese Anleihe kaufen, da dort die PRIIPs-EU-Verordnung nicht gilt. Neben dieser EU-Regelung gibt es noch die MiFID II-Verordnung. Durch diese Verordnung werden Privatanlegern aus Deutschland bzw. aus der EU sehr viele Anleihen erst gar nicht angeboten, weil diese als riskant eingestuft werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch verschiedene EU-Regelungen sehr viele Anleihen bei uns nicht gekauft werden können. Darunter fallen auch viele Anleihen mit attraktiven Zinsen. Ob alle Regelungen in dieser Form tatsächlich notwendig sind, darüber könnte man trefflich streiten. Die Staatsanleihe der Republik Kolumbien hatte ich anfangs gelb markiert, weil Deutschland kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Kolumbien hat. Die Info erhält man auf der Finanzen-Netzseite, wenn man sich die Daten zur Anleihe anschaut. Jedoch heißt das nicht automatisch, dass für unsere Beispielanleihe tatsächlich Quellensteuer an Kolumbien abgeführt wird. Denn Anleihen-ISINs, die mit US oder mit XS beginnen, sind international platzierte Anleihen, für die oft keine Abgeltungssteuer abgeführt wird. Wenn die ISIN mit CO beginnt, also die Abkürzung für Kolumbien, dann wird die Quellensteuer einbehalten. Auf der ING-Webseite kann man zudem sehen, dass für diese konkrete Anleihe die Handelsmindestgröße 100.000 US-Dollar sind. Diese Summe sprengt in der Regel das Budget vieler Kleinanleger, deshalb ist die Anleihe gelb markiert. Für Großanleger kommt die Anleihe weiterhin in Frage, jedoch müsste die Bonität des Staates noch einmal genau überprüft werden. Fazit: Wie suche ich jetzt kurz zusammengefasst nach einer passenden Anleihe? Zuerst filtere ich auf Finanzen.net nach Währung, Rendite und Rating. Gibt es in der Ergebnisliste eine interessante Anleihe, so prüfe ich bei meiner Hausbank zunächst, ob diese Anleihe tatsächlich kaufbar ist. Falls ja, dann schaue ich mir das Datenblatt zur Anleihe sowohl auf Finanzen.net als auch auf der ING-Seite an. Passen die Daten, so prüfe ich das aktuelle Rating bei den 3 großen Ratingagenturen Fitch, Moody's und S&P. Bei guter Bonität schaue ich mir das Firmenprofil auf Wikipedia oder einer sonstigen Seite an. Nach erfolgreichem Abschluss all dieser Schritte notiere ich mir dann diese Anleihe mit ihren Kennzahlen und gehe zur nächsten Anleihe über. Wenn ich am Ende 5 oder 10 Anleihen notiert habe, kaufe ich dann eine oder mehrere dieser Anleihen, je nachdem, welche Anleihe für meine Präferenzen am ehesten in Frage kommt. Ausblick: Der Anleihenfilter auf Finanzen.net hatte einen großen Nachteil. Wenn wir nach einem Rating filtern, so erscheinen sehr viele rentable Anleihen nicht, weil diese schlicht nicht durch das Moody's Rating abgedeckt werden. Das heißt, wenn wir eine andere Plattform nutzen mit einer anderen Ratingagentur im Hintergrund, so sollten weitere interessante Anleihen zum Vorschein kommen. Alternativ kann man auch einen allgemeinen Filter ohne Rating verwenden und die Ratings manuell nachschlagen. Für Unternehmen ohne Rating könnte der Anleger selbst eine Fundamentalanalyse durchführen, was jedoch Expertise voraussetzt und aufwendig ist. Ich verlasse mich lieber auf renommierte Ratingagenturen, die viel mehr Erfahrung auf diesem Gebiet haben als ich persönlich. Im nächsten Video möchte ich zeigen, wie ich bei meiner Hausbank nach Anleihen filtere und anschließend das Rating nachschlage.